Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um ein brandneues Event in State of Survival, King of the Hills bzw. König des Hügels. Es ist eine Kombination aus Path of Water, also Pfad des Wassers, dem Reservoir Raid und irgendwie auch Mining Mayhem bzw. dem deutschen Ableger Abbauchaos. Das Event ist immer am Samstag und da wählt ihr eben 3 der 5 Zeiten. Hier sehen wir aktuell nur 4, aber es sind 5 Zeiten und 3 davon müsst ihr auswählen. Ihr könnt mit bis zu 2 Legionen kämpfen. Jede Legion besteht aus 20 Spielern eurer Allianz und jeder Spieler hat 4 Märsche zur Verfügung. Das heißt, ihr habt als Allianz in einer Legion 80 Märsche zur Verfügung. Bei dem Event kämpfen 3 Allianzen gegeneinander. Die Anmeldung ist bis Donnerstag möglich. Am Freitag findet das Matchmaking statt und Samstag ist der Kampf selbst. Das Event selbst besteht eigentlich aus 2 Phasen. Sie schreiben von 3 Phasen, aber es sind eigentlich nur 2. Die erste Phase ist Eroberung des neutralen Gebiets, wo ihr die Kontrolle über Gebäude in neutralen Gebieten übernehmt. Das sind 30 Minuten. Und dann gibt es die zweite Phase, die Kampf um die Schlüsselstädte. Das ist auch nochmal 30 Minuten. Die werden auch erst in der zweiten Phase freigeschaltet. Da besetzt ihr Gebäude in feindlichen Gebieten. Siegbedingung des ganzen Events ist recht einfach. Ihr habt eben auch schon Punkte gesehen. Die Allianz mit den meisten Punkten gewinnt. Wie man die erhält, erkläre ich euch jetzt gleich im Detail. Denn wie ihr seht, 3 Allianzen, es gibt Punkte. Und wir haben Gebäude. Die Gebäude sind recht einfach. Es gibt den Startpunkt, das haben alle, den könnt ihr auch nicht erobern. Der bringt am meisten Punkte. Dann ist auch der Wiederbelebungspunkt für eure Märsche. Da kann auch der Herrscher zugewiesen werden. Und auf den Herrscher gehe ich gleich nochmal ein von dem jeweiligen Gebäude. Schlüsselstädte sind höchste Punktelieferanten, geben bis zu 600 Punkte die Minute. Und es gibt nochmal so einen Endbesetzungszusatzpunkte. Dann gibt es die Hauptstädte mit 300 Punkten pro Minute und die Festungen sehr häufig, aber geben eben nur 120 Punkte die Minute. Kommen wir dann zu, wie ihr eigentlich diese Sachen besetzen könnt. Denn ihr seht ja, Hauptstädte, Festungen sind die in den ersten 30 Minuten euch erstmal Punkte geben können. So, und das Ganze ist dann so, ihr greift ein Gebäude an. Aber jedes Gebäude hat sogenannte Non-Player-Characters, also nicht Spielercharaktere, sondern die sind von dem System vorgegeben. Und die sind in den ganzen neutralen Gebieten und besetzen dort die Gebäude. Und solange die NPCs im Gebäude sind, bleibt es neutrales Gebiet. Also du musst sie besiegen, um sie zu besetzen. Nachdem das Gebäude und das Territorium besetzt hast, gehört im Endeffekt die NPC-Truppen zu deinen Märschen, zu deiner Garnison und werden dort auch wiederbelebt. Dann, wie kommen wir eigentlich zu den Kämpfen? Das ist ganz einfach. Wer zuerst kämpft zuerst. Recht einfach. Prinzip. Nach jeder Kampfrunde wird der Gewinner auf den letzten Platz der Kampfreihenfolge geschickt. Der Verlierer am Startpunkt wiederbelebt. Das heißt, wenn euer Marsch gewonnen hat, als erster Marsch, ist er auf Platz 5 wiederzufinden und der vorher an Platz 2 war, ist jetzt auf Platz 1 und der verlorene Marsch beim Gegner ist im Allianz-Startpunkt wiederbelebt. Und dabei bleibt es dann halt einfach. Es wird immer weiter durchrotiert, bis euer Marsch wieder an Platz 1 angelangt ist und der Kampf weitergeht. Die Kämpfe selbst dauern normalerweise 10 Sekunden. Aber auch in diesem Event gibt es wieder eine Besonderheit. Dort gibt es nämlich Marschbeschleuniger oder Ladungsbeschleuniger. Und da ist es ganz einfach. Die Teile kannst du nutzen und die verkürzen die Kampfdauer von 10 Sekunden auf 1 Sekunde. Allerdings sind das Kaufgegenstände. Also das bedeutet, ihr könnt sie nur gegen Geld erwerben. Wenn du 5 Märsche in einem Gebäude in der Warteschlange hast, kannst du wählen zwischen Vorrücken oder Rückzug, um das nächstgelegene Gebäude auf entweder feindlichem Gebiet anzugreifen oder eben, wenn du Rückzug auswählst, in dein nächstgelegenes Gebiet zurückzukommen. Wenn du die Option Rückzug nutzt, um den Kampf zu verlassen, verlierst du eine bestimmte Anzahl an Truppen. Wie man sich bewegt, wiederbelebt wird oder auch Märsche heilt, dafür braucht ihr Nahrung. Und davon braucht ihr jeweils 1000, entweder um euch zu bewegen, wieder zu beleben oder zu heilen. Und wie an diese Nahrung kommt es, einmal gibt es über den Faktor Zeit, wird das einfach wiederhergestellt oder eben durch sogenannte Versorgungspunkte in den Gebäuden. Als auch das vorhin erwähnte Herrscher eines Gebäudes, also sowas wie der Garrison Lead. Der bekommt pro Gebäude, wo er Garrison Lead ist, 20 von den Nahrung pro Minute. Also ist das Nahrungsmanagement super wichtig
als auch wer der Herrscher von dem Gebäude ist. Denn so könnt ihr sicherstellen, der gerade gegebenenfalls Bedarf an Märschen hat, der bekommt das Ganze auch. Dazu könnt ihr auch entscheiden, dass ihr einen Marsch auflöst, also den discharged und dann eben dafür sorgt, dass er wieder am Startpunkt startet. Das kann in gewissen Situationen vorteilhaft sein, weil ihr super wenig Lebenspunkte habt. Die Belohnungen seht ihr hier schon. Es gibt hauptsächlich Reservoir Raid Coins und legendäre Fragmente. Und das ist natürlich abhängig davon, ob ihr in der Top-Allianz seid oder in dem drittplatzierten Allianz. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten ersten Eindruck für das Event geben.